Willkommen zurück, Freunde. Mein Name ist Dennis aus Hamburg natürlich immer noch, aka Fragrance Talk. Ja, heute zeige ich euch starke, brutale Sommerdüfte, ja, die absolut in der Haltbarkeit ewig halten, die ausstrahlen in der Sillage, ohne Ende Power haben, weil das reicht doch. Ihr sucht doch immer Power-Düfte. Jetzt zeige ich sie. Und das sind sogar, wie gesagt, Sommerdüfte. Es sind ja nicht so viele Sommerdüfte, die so brutal stark sind. Die sind es auf jeden Fall. Und ja, dafür habe ich extra mein Clint Eastwood T-Shirt angezogen, ne? Brutal, stark, geil. So, und wir fangen gleich mal mit den ersten an. Der kommt von Xerjoff, ist der Erba Gold. Ja, warum habe ich den Erba Gold rausgesucht? Weil der einfach ein bisschen cremig aufgeschlagen ist, im Gegensatz zum Original, beziehungsweise nicht Original, sondern OG von Xerjoff, den Erba Pura. Ich finde die DNA immer noch gut. Viele mögen das nicht mehr. Die können die DNA nicht mehr riechen. Es ist traurig. So lange gibt's den Duft nicht. Aber die Jugend, wer heutzutage sogar Serien und Filme auf 1,5 Geschwindigkeit hört oder beziehungsweise sieht, ja, ihr hört richtig. Die Jugend da draußen guckt Serien und Filme auf 1,5 Geschwindigkeit, damit es schnell ja vorbei ist oder so. Die können sich nicht mehr auf irgendwas konzentrieren. Ich finde das so schrecklich und dementsprechend müssen Düfte natürlich auch sehr schnell ausgetauscht werden. Nee, bei mir nicht. Erba Pura, Erba Gold, Schrägstrich, all die in diese Richtung gehen immer noch. Hier habt ihr einen Früchtecocktail, nur mit ein bisschen, also die Light-Version mit Zucker, ein bisschen weniger Zucker reduziert und dazu noch ein bisschen cremig aufgeschlagen. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Bergamotte, Zitrone, Amalfi-Zitrone und so weiter. Alles, was ihr so an Früchten findet, ist hier drin. Schönes Teil und hält natürlich brutal stark und hat eine starke Haltbarkeit. Ja, das ist Erba Gold. Der funktioniert und ich finde die DNA einfach immer noch gut. Trag sie jetzt ja nicht so oft mehr. Ich habe ja auch so viele Düfte, aber der geht auf jeden Fall im Sommer, wenn ihr starken Duft haben wollt. So, der nächste ist ein sehr salziger Duft. Jetzt denkt ihr bestimmt, ja, okay, jetzt weiß ich, was kommt. Nein, der kommt nicht. Es ist aber auch ein sehr salziger Duft, der in diese Richtung geht, von dem ihr wahrscheinlich denkt, der jetzt kommt. Und zwar rede ich von Black Sea von Lorenzo Pazzaglia, wenn richtig ausgesprochen, ich werde es einblenden. Das ist der Black Sea. Ja, der Black Sea. Ich habe ja den Dream Sea vorgestellt. Das ist der Black Sea. Hier habe ich gesagt, der geht in Richtung, also der hier geht in Richtung Megamare. Ja, ein bisschen geht er auch, aber das ist nur so ein bisschen wegen den schwarzen, was war da drin? Meersalz, wegen dem schwarzen Meersalz. Hat er schon ein bisschen Ähnlichkeiten, aber durch die Vanille und etc. pp. Geht das so ein bisschen weg. Hier haben wir das aber mehr. Der geht schon in die Megamar-Reihe. Er ist einfach tragbarer, aber auch brutal stark und brutale Sillage. Nur tragbarer. So, und das ist sehr interessant, aber er hat auch dieses typische und diesen Akkordbissen. Nur nicht so harsh wie der Megamar. Der ist noch mehr harsh und aber trotzdem haben wir eine ähnliche, sehr ähnliche DNA. Viele würden das wahrscheinlich gar nicht so auseinanderhalten können. Aber wenn man das 1:1 testet, dann merkt man schon den Unterschied. Dann ist hier das noch ein bisschen entspannter, trotz Stärke, aber tragbarer gemacht. Wir haben hier was Ozonisches. Wir haben aquatische Noten, wir haben Salzakkord. Wir haben aber auch einen Likörakkord. Und das ist das, was es ein bisschen interessant macht. In den Megamare ist ja kein Likör drin und so weiter. Das habt ihr hier, heißt aber nicht, dass es süß ist. Nein, ihr habt im Endeffekt das schon so, wie man den Megamare kennt, aber dann hat man auch noch so ein bisschen wie Acqua di Sale von Profumo Roma auch so ein Touch. Ihr habt also Megamare und Acqua di Sale, nur dann noch ein bisschen Likörakkord, also so ein bisschen eigenständig. Das macht den Black Sea interessant, aber brutale Haltbarkeit und brutale Sillage. Der muss sich nicht von den anderen beiden, beziehungsweise auch von dem Megamare nicht unbedingt verstecken. Nicht unbedingt. Aber Black Sea ist ein sehr interessanter Duft, der dafür gut funktioniert. So, der nächste ist ein Duft von Swiss Arabian und Soul auf Bali heißt er. Ja, Soul auf Bali. Ich muss das ein bisschen schräg halten, weil sonst blendet das. Das ist ein richtig schöner Sommerduft. Karibik-Feeling, whatever, was für ein Feeling. Das ist Soul auf Bali. Und der könnte wirklich, weil wenn der bei einer anderen Marke wäre, dann wäre er teurer. Und dann würde auch kein
Mensch danach krähen, oh, muss ich jetzt 100 € für ein Swiss Arabian bezahlen? Nein, wenn es eine andere Marke draufstehen würde, würde kein Mensch, wie gesagt, danach krähen, würde sagen, geil, 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 weil das ist einfach mal ein anderer Sommerduft, also in meiner Nase. Wir haben hier eine Ananas, die am Anfang nicht süß rüberkommt, so ein bisschen, ja, Karibik, aquatisch, Ananas-Feeling, wir haben Ingwer. So, und Ingwer, Ananas, bisschen aquatisch, so ein bisschen feucht, holzig, ist eine geile Kombi, richtig nice gemacht. Dazu ein bisschen Grün im Background, das gefällt mir. Dann gesellt sich die Mango dazu. Mango ist ja dieses Jahr 2025 sehr in, aber nicht so, wie ihr jetzt denkt, der riecht so wie, was weiß ich, God of Fire, oder hast nicht gesehen. Nein, einfach anders. Sehr interessant, muss ich sagen. Das sage ich nicht, weil da Werbung steht. Nein, es ist einfach Fakt, dass dieser Duft einfach mal was anderes ist in meiner Nase. Wie gesagt, was holzig, grünes, frisches, leicht fruchtiges, aquatisches, das alles habt ihr in diesem Duft. Und das ist interessant, mit einer starken Haltbarkeit und einer echt guten Sillage. Und was wollt ihr mehr? Das für 100 €. Wie gesagt, von einer anderen Marke wäre oder würde keiner meckern. Das ist einfach nur, weil ihr Swiss Arabian kennt. Die sind sonst günstiger. Aber das ist eben ihre andere Line. Die kostet einfach ein bisschen. Nur schöne Flakons und auch immer gute Haltbarkeit und Sillage. Muss man einfach so sagen. So, der nächste, ja, haben wir eben von gesprochen. Profumo Aroma Acqua di Sale. Ja, das sagt das Wort. Das ist einfach ein frischer Wasserduft, aber mit Minze. Und das, ja, oder die Minze spielt da perfekt aus. Einer mit der schönsten Minzdüfte, die ich nicht immer vergesse, wenn wir von Minzdüften sprechen. Da redet man ja von Amouage, da redet man von Torino, 21 von Searchoff. Nein, man vergisst immer den Acqua di Sale. Aber das liegt vielleicht daran, weil man da nicht so drüber nachdenkt, weil die Brand immer noch so ein bisschen unter den Radar fährt. Der Flakon ist cool, die Inhalte sind cool, die sind sehr ölig, die sind sehr stark präsent, aber Deckel schlecht. Sprüher, Katastrophe, alles, muss man wirklich so sagen. Ja, ihr bekommt eine schöne, geile OVP mit, habt ein Zerstäuber, Glaszerstäuber, könnt ihr einführen, könnt ihr mitnehmen, was auch immer ihr damit machen wollt. Aber das hier ist eine Katastrophe für den Preis. So, geil. Aber der Duft ist natürlich wieder, oder der holt das natürlich alles raus. Eine extreme aquatische Minze habt ihr hier. Aber richtig starke Minze. Also das ist ein Duft, der locker über 12 Stunden anhält. Das ist ein Sommerduft. Locker über 12 Stunden. Neben dieser Minze habt ihr dann auch noch den Seetank. Das muss man natürlich mögen. Seetank und Sandelholz. Aber Minze, Seetank, das ist sehr speziell. Der Duft ist sehr speziell, aber gebt dem mal eine Chance. Wunderbar. Und wenn ihr Power haben wollt, ja, dann habt ihr Power, dann holt euch den. Yes. So, der nächste. Jetzt kommt der Megamare von Auto Parisi. Was soll ich dazu sagen? Ihr holt die Titanic wieder raus. Es ist Algen, es ist rostig, es ist Meersalz, es ist auf die Fresse, richtig auf die Fresse. Und den Duft muss man mögen. Es ist Moschus. Und dann habt ihr Auto Parisis Megamare. Und ja, ewige Haltbarkeit, ewige Sillage. Er ist einfach, also ich habe noch nicht den direkten Vergleich gemacht zu dem Black Sea. Vielleicht werde ich das mal machen, dann haue ich das Video mal raus. Das muss wirklich richtig nebeneinander getestet werden, aber der ist schon stark, der Black Sea, aber ich glaube, das ist nochmal nicht eine andere Liga, das tatsächlich nicht, muss man ihn mal genau testen, aber er ist einfach saustark, aber man muss das Salzige, Moschusmäßige und so weiter wirklich mögen. Am besten hier nur auf die Haut sprühen. Ich sag ja immer, ne, Parfüm auf die Haut nicht, macht das nicht so die ganze Zeit. Kloppt das auf die Klamotten rauf. Fakt ist aber, dieser Duft muss auf die Haut, weil Auto Parisi macht Düfte so mit Moschus. Das ist, harmoniert einfach, die Duftmoleküle harmonieren einfach auf der Haut besser. So, mehr muss man zu dem Duft nicht sagen, brutal stark, aber salzig, Rost, alles harsch einfach, ne? So, der nächste auch hier ein Minzduft, Amouage Beach hat und der auch hier brutal stark. Und das ist im Endeffekt, es ist so lecker. Also so eine schöne holzige Minze und Beach Hut heißt Strandhaus. Ja, viele sagen, meine Frau sagt, der riecht jetzt nicht nach Strandhaus. Aber wenn man so ein bisschen wirklich irgendwie wirklich so ein kleines Holzhaus hat oder in so ein Haus
Holzhaus am Strand, lebt auf Bali zum Beispiel, irgendwo in der Karibik oder wo auch immer. Und dann kommt das Wasser, dann treibt da so ein Holz bisschen rum. Dann habt ihr, finde ich, schon diesen oder dieses Feeling von diesem Duft. Und dann passt dieser Name, finde ich, wieder. Aber auch hier Minze, schön frisch, aquatisch. Was heißt, ja, schon aquatisch, klar. Ist schon sehr, sehr nice, maskuliner Minzduft. Wir haben auch eine Orangenblüte, wir haben Efeu und all sowas. Und ja, es ist aber ein sehr schöner Minzduft. Ja, Efeu, das ist natürlich klar. Das riecht einfach anders ein bisschen. Sehr nice. Also Amouage Beach hat sehr starker Duft zum Sommer oder im Sommer, weil wirklich stark. So, der nächste Duft, der jetzt kommt, ist ein Mango-Duft. Was soll man anderes sagen? Und es ist auch Oud mit drin. Ja, und es ist ein Duft, der auch sehr potent, vor allen Dingen in der Sillage ist. Und das wollt ihr doch auch immer, oder nicht? Dieses richtig schöne Ausdunsten des Duftes, jetzt habt ihr ihn schon gesehen. Es ist Black Mango von Born to Stand Out. Mein Lieblingsduft. Name meine ich. Born to Stand Out. Mann, wirklich, wollt ihr Mango haben? Mango plus Oud. Dann holt euch diesen Duft, weil dann bekommt ihr was auf den Hut. Das muss man aber mögen. Das ist schon, also diese Mango mit leichter Süße auch, die ist schon so eine richtige Mango, wenn ihr diese DNA macht vielleicht nicht hier, da ist nicht dieses Übersüßte drin, so richtig, das ist hier nicht, hier habt ihr dann dieses Oud auch im Background, aber das macht ihn interessant. Dazu gesellt sich dann die Orange noch, das merkt man, eine schöne Orange, also Mango, Orange, Oud und ein bisschen holzig, ja, das ist Black Mango und wenn ihr auch dementsprechend einen mal ausgefallenen Mangoduft haben wollt, der stark ist und eine gute Haltbarkeit hat, dann ist das euer Duft. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Ja, Mango ist 2025 angesagt. Warum auch immer, ist einfach so. So, der nächste, einer meiner Lieblingsdüfte, Naxos von Search of. Ja, den kann man sehr, sehr gut tatsächlich auch in Sommer tragen. Tabak, Vanille und ein Traum. Einfach ein Traum. Also da hat Search of diesen Duft, ich weiß nicht, ob sie den wirklich, außer vielleicht Alexandria 2, ich habe so viel Search of Düfte, aber ob man den wirklich übertrumpfen kann, dieses Tabak-Feeling, denn diese schöne Vanille, es ist so genial, dazu noch ein bisschen Honig im Background, das ist Naxos und Naxos bleibt einer meiner Lieblingsdüfte. Ja, ihr kennt mich. Naxos muss ich nicht weiter zu sagen, ne? Oder was? Nee. So, und der letzte Duft hier in der Reihe kommt von einem Kollegen von mir und ist der Beach Club von, Kai Porten. Ja, da haben wir aber Inhaltsstoffe drin, da würden viele sagen, das ist doch kein Sommerduft. Doch, gerade wenn es wärmer ist, funktioniert dieser Duft einfach einmalig. Ist wirklich so. Viel zu schlecht wieder auf einer bestimmten Seite bewertet. Für die Leute, die übrigens immer fragen, welche Seite ich meine damit, soll ich sagen, ich erwähne sie ja nicht mehr so wirklich. Es hat auch einen Grund. Parfumo meine ich natürlich. So, für die Leute, die jetzt das jetzt endlich wissen, Parfumo meine ich. So, und da kommt der Duft natürlich wieder wie immer schlecht weg mit 6,7, 6,2. Ja, ist aber wirklich geil. Hat eine kleine Bananennote drin, die auch schon mal sehr nice ist. Und welcher Duft oder wie viele Düfte haben eine Bananennote? Also das findet man nicht so wirklich. Man hat was leicht Holziges in meiner Nase, was bisschen Aquatisches, aber nicht dieses Aquatisch, was ihr denkt, dieses einfach Feuchte ein bisschen. Eine Bananennote, eine leicht fruchtige Note, dann ein bisschen Apfel, aber dann habt ihr eben auch Birkenteer und Leder mit drin. Aber Birkenteer, Oregano habt ihr auch noch drin. Das klingt alles nicht so wirklich nach Sommer. Jedenfalls nicht Birkenteer, Leder und Oregano. Aber gerade das mit der Banane zusammen und dieses andere Zusammenspiel, was ich eben erwähnt habe, ist dieser Duft toll. Und der hat natürlich auch eine super Haltbarkeit. Ja, und ich muss das nochmal sagen. Also diese Düfte von Kai sind gut durchdacht und halten gut
und haben einfach eine coole DNA. Und das ist nicht, ich brauche keinen nicht in den Arsch kriechen, das ist einfach Fakt. Wenn man ein bisschen mit Düften sich auseinandersetzt und so weiter, dann sind diese Düfte gut. Und nur weil das irgendeiner, es ist aber nicht nur bei Kaiso, weil das irgendein Creator, Influencer, TikToker, whatever, wen ihr jetzt nehmen könnt, dass das natürlich immer runtergemacht wird, weil in Deutschland Neid und Missgunst herrscht, ist ja klar. Aber der Duft, den müsst ihr wirklich mal ausprobieren. Natürlich, wenn ihr sagt, mal abgesehen von Name und wer das gemacht hat, wenn dann die DNA euch nicht passt, dann ist das selbstverständlich. Nicht jeder muss den Duft super bewerten, darum geht's gar nicht. Aber man muss mal den Duft bewerten und nicht, wer dahinter steckt. Das sage ich aber auch jedes Mal. Wenn ich einen Duft rausbringen würde, ich werde ja seit Jahren genervt, aber es machen so viele. Ich habe da und auch vor allen Dingen keine Zeit zu und so weiter. Und ich habe viele andere Sachen zu tun und die übrigens auch Geld kosten und das kostet auch Geld. Deswegen mache ich das alles noch nicht und vor allen Dingen, ich möchte einfach irgendwas machen. Im Moment ist das so in und für mich ist das einfach, ich brauche lange für sowas und das muss auch alles passen, das wie ich das haben möchte, der Duft, aber es ist schwierig mit Düften, alles riecht ähnlich und das ist auch so ein Ding, das ist jetzt nicht unbedingt bei Ihnen so gegeben und das finde ich auch gut, dass es nicht unbedingt so ähnlich ist wie alles. Natürlich, Oud 31 ist ein Oud-Duft, aber ein richtig genialer Oud-Duft, aber das verstehen wahrscheinlich auch nur Oud-Fans und jetzt kann ich lange hier predigen, man muss das Produkt sehen. Ne, meine würden auch zerrissen werden, aber nicht, da kannst du noch so einen geilen Duft hinmachen. Du kannst denselben Duft machen wie Roger Parfüms. Das kann noch die Qualität sein. Ne, ich würde gern auch mit Rosa Darf zusammenarbeiten. Ja, wenn ich Bock hab, mache ich das. Wenn ich einfach Bock hab, mache ich das. Das kostet aber. Aber dann diesen Duft, der hier Isola Blue, der so geil bewertet ist, bei mir würde er schlecht bewertet. Es liegt einfach nur, wer das macht. So, das ist traurig. Finde ich ein bisschen schade. Ich kann den Typen noch so nicht mögen, wenn der Duft gut ist. Dann ist er gut. Punkt. Egal. Das für den. Auf jeden Fall, das sind starke Düfte, Hyperkites, stark, gute DNA und so weiter. Und auch die anderen solltet ihr mal testen und dementsprechend, bin ich raus. Schreibt mal runter, welche habt ihr. Natürlich, gleich vorweg, gibt es noch mehrere starke Sommerdüfte, aber ihr könnt ja mal unterschreiben, welche ihr so benutzt. Starke Düfte. Nur starke, bitte. Und dann bin ich raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Wenn ihr auch Mitglied werden wollt, macht es, drückt den Button und unterstützt ein bisschen die Creator. Und da unten könnt ihr alles finden. Könnt ihr auch dieses Video hier ein bisschen Liebe da lassen. Und dann bei den Super Thanks und dann bin ich raus, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.